Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer weiteren spannenden Reptil-TV-Folge. Das ist wieder ein Field-Trip von mir. Wir sind jetzt in Ghana, Westafrika. Wir sind circa eine halbe Stunde nördlich oder eine Stunde mit dem Auto nördlich von Accra. Ja, ein bisschen die Straße hoch ins Landesinnere. Unser Thema heute sind die Savannah Monitors, die Varanus exanthematicus. Da möchte ich euch zeigen, wo die leben, wo die sind. Ich habe hier den Blay dabei. Der Blay ist ein super erfahrener Trapper hier. Bis jetzt immer mit ihm erfolgreich gewesen, immer was gefunden. Bitte lass es so bleiben. Und da wollen wir heute die Savannah suchen und wenn wir, so what, ball python also in this area? Ball python? Python. Okay, there is royal pathologicals, but not all the way. Not many, or there are, but not so many. They near the mountains. Near the mountains more, yeah? But at times one used to come outside, but out now they start buildings, so they go far. Aha, okay, also mit etwas Glück auch den Königspython, zumindest eben, ihr seht die Umgebung und ich möchte euch die Natur zeigen, wo die leben, dass wir uns ein Bild machen können als Terrarianer, dass wir die Haltung vielleicht noch verbessern können. Das ist heute unser Thema. Hier unser Fahrer Ali, endlich zurückgekehrt, den habe ich gerade noch losgeschickt wegen Batterien. So how many times I ask you for the battery? You say? How many times I ask you to stop for battery? 5 times. 5 times, ja. Also 5-mal habe ich ihm gesagt, ich brauche Batterien auf dem Weg. Ja, und jetzt muss er nochmal fahren. Nice to see you, eh? Yeah, man. So, good luck inside there, eh? I appreciate everything. Good luck. Yeah, man. One love. One love, okay. Also unser Taxifahrer hier, eine coole Socke. Was leider hier auch, was man hier aussieht, also selten, habe es auch schon lange nicht mehr gesehen, zum Glück. Hier so leider ein überfahrenes Chamäleon. Wahrscheinlich hier über die Straße und kommt ein Auto, schade. Kurze Zusatzinformation zu den Batterien. Ich habe ein Thermohygrometer dabei und tollerweise habe ich jetzt gemerkt, wo ich hier war, dass die Batterien alle sind. Beziehungsweise, nee, ich habe es heute Morgen schon gemerkt. Eben. Und ich sage dem Taxifahrer unterwegs, 5-mal mindestens, vergiss nicht, wir brauchen Batterien. Ja. Unterwegs gibt es ja genug Läden und Shops. Ne? Und dann kommen wir hier irgendwann mal an oder fast hier, sage ich, ja, was mit meinen Batterien ist. Sagt er, jetzt hat er sie vergessen. Deswegen habe ich ihn nochmal losgeschickt zum Batterien kaufen. Was eigentlich auch gedacht eine halbe Stunde nur dauert. Aber der ist wieder, was weiß ich, zurückgefahren. Und jetzt 1,5 Stunden später, in der schönen Mittagssonne, fangen wir an mit unserem Savannah Hunting. Hier unsere erste Anlaufstelle. Wir waren hier übrigens, ich glaube die Story kennt ihr schon, ich habe das Ganze ja letztes Jahr schon mal genauso gemacht. Und dann hat der entweder, ich weiß nicht, habe ich die Speicherkarten verwechselt, beziehungsweise ich glaube die Speicherkarte ging irgendwie nicht. Ich kam in Deutschland an, wollte die Speicherkarte auslesen und da war kein Videomaterial auslesbar. Ne? Also das Ganze, was wir heute machen, habe ich schon einmal getan, was eigentlich nicht schlimm ist. Ich hoffe nur, dass wir heute erfolgreich sind. Das hier sind so Cassava-Felder. Vielleicht kann ich euch nachher zeigen, Cassava, wie sie es ernten. Hier vorne eine Familie von den Bauern gesehen, die Cassava-Wurzeln geerntet haben. Also diese langen, dünnen Sträucher hier, die großen und hier die kleinen, das ist Cassava. Und das heißt die Königspython, wie auch die
Savanna-Monitors oder Steppenwarane. Die sind so Kulturvölker, die dann sich auf den Feldern aufhalten. Und was der Blay jetzt eben macht, ist, er sucht nach Verstecken, nach Löchern, die von denen genutzt werden. Während ich dem Blay hier mehr oder weniger sinnlos hinterherlaufe, kann ich euch noch ein bisschen Hintergrundinformation geben. Also noch kurz zum sinnlos hinterherlaufen. Eben, wir suchen jetzt nach irgendwelchen Höhlen oder kleinen Höhlen, wo die Tiere drin sind. Und ich, Blindfisch, entdecke entweder keine Höhle, beziehungsweise wenn ich auch mal so eine kleine Höhle entdecke und dem Blay zeige, dann sagt er, das ist nur eine Grillenhöhle oder das ist Regenwurmhöhle oder weiß der Herrgott, Mäuseloch. Das sind immer die falschen Löcher, die ich entdecke. Deswegen lasse ich das dem Blay machen. Okay, also das wäre von einem großen Tier eine Höhle. Aber er ist nicht drin. So, it don't stay there. It don't stay. Also er hat da nur ein bisschen gegraben. So, it was digging to look for food? Food, yeah. Also zum Futter suchen graben die wohl solche Löcher. Ein großes Tier. Aber eben nicht als Wohnhöhle, was wir suchen. Also nochmal ein bisschen Information. Die Königspython wie auch die Warane sind ziemliche Kulturvölker. Ne? Die leben hier auf den Farmländern. Ne? Sei es jetzt diese Cassava-Felder, wie wir vorher gesehen haben. Oder wenn ihr jetzt hier schaut, das sind alles Mangobäume hier. Also Mango ist gerade hier in Westafrika sehr gefragt. Und ein großes Problem ist, früher haben die Bauern die Felder einfach gebrandrodet. Das war den Reptilien völlig wurscht. Die sind in ihre Höhlen rein, ja, sei es Königspython, sei es Warane, haben sich in ihren Höhlen versteckt. Das Land wurde abgebrannt, also die alte Ernte, ja, gerade von dem Cassava zum Beispiel. Und dann war das völlig egal und die Pythons kamen wieder raus und es hat denen gar nichts gemacht in ihrem Versteck drin. Jetzt seit die letzten 5 bis 10 Jahre, aber jetzt wirklich problematisch verstärkt, verwenden die Pestizide, ne, um diese, also sei es um das alte Gras loszuwerden oder die alten Pflanzen loszuwerden, werden Pestizide verwendet und auch gegen irgendwelche Schädlinge, also auch gegen die Mäuse bzw. die Insekten. Und da, wo es keine Mäuse und keine Insekten gibt, ist natürlich auch kein Futter für die Tiere. Also können die Reptilien, Königspython, Warane und so weiter, können da nicht überleben in den Gebieten. Und entweder, ich weiß nicht, gehen sie woanders hin oder sterben oder ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall werden die immer, also dadurch wird es immer schwieriger, dass die Trapper hier was finden in den Gebieten. Ja, wirklich ein ernsthaftes Problem, den Einsatz von professionellen Pestiziden. Man sieht es zum Teil auf den Farmen, da laufen die rum mit so einer Sprühflasche da auf dem Rücken, ne, so große Sprüher. Und da wird mit Roundup oder was auch immer, wird da alles, was nicht mehr gebraucht wird, gesprüht. Gell? Also wirklich ein ernsthaftes Problem. Also der Export von Reptilien wird und hat diesem Land wirklich nie geschadet. Also ich beziehe das jetzt einfach mal auf diese geranchten Sachen, ne, wo die Eier ausgebrütet werden und die Babys verkauft werden. Also wie gesagt, sprich Königspython, Steppenwaran, Nilwaran, die Pandinus zum Teil noch, die Skorpione oder die Dickschwanzgeckos. Da hat die Reptilienwelt, die Terrarienwelt sicherlich nie irgendeine Spur hinterlassen, dass es weniger Tiere gab. Ja. Aber jetzt diese Pestizide, die sind ein ernsthaftes Problem. Zweites Problem ist die Armut, vor allem auch Länder wie Nigeria, so bevölkerungsreiche Länder. Da werden dann die Königspython seit einigen Jahren gegessen, ja, als Bushmeat, was früher eigentlich auch nicht der Fall war, oder auch die Warane. Das macht natürlich, oder das dezimiert die Stückzahlen auch noch weiterhin. Die Häute werden zum Teil auch verwendet und verkauft.
Auch das ist ein Problem. Aber trotz allem muss man sehen, das Hauptproblem ist der Einsatz von Pestiziden. Wenn er jetzt hier vorne schaut, eben, das sind so Mangofelder. Da kann ich natürlich auch keine Brandrodung machen. Ne? Früher, also das mit dem Mango kam jetzt erst die letzten Jahre. Früher war echt Cassava das mehr oder weniger das Ein und Alles oder zum Teil noch die Palmen. Ne? Aber hauptsächlich Cassava-Felder, so wie jetzt hier hinter uns. Das ist so typisches Biotop. Und eben wenn das Cassava geerntet war, hat man das abgebrannt, um wieder neu säen zu können. Und jetzt hat man hier diese Mangobäume dazwischen. Und ich kann natürlich nicht per Brandrodung die Mango oder da unten das Gras abbrennen. Ich würde ja die schönen Mangobäume abbrennen. Ne? Und deswegen geht es nicht mehr mit dem Abbrennen. Hier mal so ein bisschen offene Termitenbau. Auch mal interessant zu sehen, was das für Gänge sind. Also hier wieder irgendwie so eine eigentlich schöne Höhle, aber der Play sagt, ist nix. Ich will euch mal nach hier zeigen. Das sind Spuren von den Grillen hier, ne? Diese so aufgewühlte Erde, ne? Wie soll man sagen, so körnige. Das machen die Grillen. Und die Grillen sind natürlich das Futter, vor allem für die jungen Steppenwarane. Play wieder am Loch inspizieren. You're not sure about that one? Er ist sich in dem Fall nicht sicher. Und um es rauszufinden, muss man das Ding aufgraben. Da wir jetzt schon eine Zeit lang laufen, ohne Erfolg, denke ich, werden wir es aufgraben. In der Hoffnung, doch was zu finden. If you think, yes. Während der Play hier am Graben ist, zeige ich euch mal noch kurz. Also wir haben relativ Blue Sky. Ab und zu mal, wie jetzt gerade eine Wolke, dann ist es gleich ein wenig schattig, aber es ist schon ein heißer Tag. Wie gesagt, ab und zu mal eine Wolke, die ein wenig Schatten gibt. Was ich damit sagen will, die Steppenwarane sind auch wirklich nur draußen, wenn es wirklich richtig heiß ist. Ja, und wenn er jetzt hier guckt, hier geht jetzt so ein Wind. Da reicht schon, der Play sagt, also gerade die Jungen, da reicht schon so ein Wind. Da gehen die also sind die versteckt, da sind sie schon nicht draußen. Also das sind absolute Aussonnenanbeter, die sitzen hier in der prallen Sonne. Und wenn die weggeht oder wird es ein wenig bewölkt oder wenn es gar, also ja, regnen anfängt ja sowieso, aber ne, selbst so ein Wind oder wie gesagt eine starke Bewölkung, dann sind die weg. Ja, also auch für unsere Terroristik vielleicht wichtig, die wollen es wirklich, die wollen es sehr hell und sehr heiß und dann das ist das Biotop oder das Klima, das die mögen. Ich glaube, das wird schon nix, weil wenn es dann so ein zaghaftes Stochern wird und man zum Teil nicht mehr sieht, wo die Höhle lang geht, leider ist das meistens Indiz, dass nichts. Nothing. Also leider umsonst. Nächster Versuch. Ich hab's ja gut, ich bin ja nur der Filmer hier. Der Play muss graben und ich darf filmen. Wie gesagt, der Play kommt hier schon Jahre bzw. Jahrzehnte hierher zum Tiere suchen. Letztes Jahr war ich auch mit dabei und wir haben eigentlich gut gefunden. Jetzt, wenn ihr euch mal umschaut hier, das ist halt das Problem hier. Ne, das war alles Farmland noch. Ja, überall wird gebaut. Was hier natürlich klar ist, die Leute brauchen Häuser. Kann man ja nichts dagegen sagen. Der Play sagt schon die ganze Zeit, they spoil all the land. They spoil all the land. Ja, das heißt also, was heißt spoil? Sie verwüsten all das Land.
Ja, also für die Warane natürlich, wenn rundherum Häuser sind, dann hauen natürlich die Tiere auch ab, sei es die Pythons, die Warane, was auch immer. Ja, und soweit das Auge reicht, sehen wir jetzt nur Häuser. Ich bin mal gespannt, wo wir wieder auf Farmland stoßen, wo wir wieder suchen können. Um euch ein bisschen an meinem Leiden teilhaben zu lassen. Es ist kacke heiß. Wie gesagt, wir laufen hier jetzt, jetzt sind es mittlerweile schon 1,5 Stunden rum. Jetzt gucken wir, dass wir die Häuser hinter uns lassen. Hier mal ein Thermometer. 35 Grad, 60% Luftfeuchte. Und das ist, wie gesagt, das ist im Schatten. Also ich habe das Thermometer die ganze Zeit mal so im Schatten meiner Hand gehalten. Klar, wenn man das in die Sonne legt, dann hat es vermutlich noch mal mindestens 10 Grad mehr. Aber eben interessant für das Klima, wo die Warane leben. Also so Terrarien mit 27, 28 Grad kann man echt vergessen. Die wollen im Schatten, die wollen über 30 Grad im Schatten am Tag. Und auch die Luftfeuchtigkeit mit 60% ist immer noch hoch. Ja, wenn ihr schaut, also es hat jetzt heute auf jeden Fall mal noch nicht geregnet und auch die Regenzeit hat noch gar nicht richtig begonnen. Also es ist eher die trockene Jahreszeit. Ne? Oder hier, ihr seht es rundherum, es ist eher alles staubtrocken, so vom Untergrund her. Und trotzdem haben wir eine stolze 60% Luftfeuchtigkeit. Das ist echt eine ordentliche Zahl. 1995. You start look for the reptiles. He's like 25 years. And what do you do before? Before I'm a painter. Painter. Yeah. To paint buildings, houses. I think you told me before. Yeah, I remember. And then do you decide this is better business? Because formally we work with the contractors. They cheat us. If you painting. You paint, then they give you small amount. But if you get your home painting, you can get more. That's why we follow these people, then we see say this one we can get small, so we stop that one. But still I'm inside, I'm painting. If there's no work, the season closed, then I go back to my painting. Okay. And before I ask you, you say to catch the lizard and the snake, you teach, you look someone else to... Someone else. Because there are some people doing it before we come inside. You see, then we are following them. If they catch it, we see how they catch it. Then we try it. Same way. And why you are not afraid about snake? Most people here are afraid about snake. Why you not afraid? Formally, we are hunters. We kill meat. We go inside bush, kill meat. So we know all that thing. But how to catch the snake, we don't know. But now we see these people catching it. We too, we can do it. Because we go inside bush always, we kill meat. Okay. So I can do it. If you hunt for cascrater or some... grass cutter, squirrel and antelope, or we get them. Okay, so you change to the reptiles. And the business for the reptile, you think is better or worse or same like before? It's similar. Similar, no difference. No difference. Na, immerhin einer, der so zufrieden ist wie früher auch. Ne? Das ist ja auch ungewöhnlich. Over there we see some mountain over there. In the mountains, the royal python is there, or what you find in the mountains? There is, the mountains there is royal python, but unless we come down small, up like this, antelopes and deers, and they are there. Okay. But the royal python, we normally find them down there. Down, not on the top. On the top maybe is already too cold. No hole there. You can't get hole there to hide inside. So they come down because of the squirrel. They dig holes.
then they enter inside the holes. But Okay. if you go up there, there's no hole. So, No they hole. so they can't stay there. And why are no squirrels up there? Squirrel, they used to eat cassava. And if people plant maize, then they used to eat them. Okay. So they won't go. And if they up go there, they won't up get- there in the hill is nothing no food. Ah. Also da hinten seht ihr also hinter dem Rauch, diese Hügelkette da, so grün bewaldete Hügel. Das sind die sogenannten Mountains oder Mountain Area. Und also was ich die letzten Jahre gelernt habe, da gibt es keine Königspythons in der Höhe oder sowas schon, also obwohl das ja nur ein paar hundert Meter höher sind. Halbe Stunde Fußmarsch später, sicherlich 2 Liter Flüssigkeit verloren. Sind wir jetzt hier, wo wir hin wollten. Da haben wir letztes Jahr, waren wir da echt erfolgreich in diesem Gebiet. Hinten übrigens nochmal so die Teil der Mountains, nicht ganz so hoch wie die, wo man da in der Ferne sieht. Also hier war letztes Jahr der perfekte Spot für uns. Ja, sieht auch ganz gut aus, zumindest noch keine Häuser hier. Hier der Mangobaum wird uns jetzt mal eine kurze Rast. Der Mangobaum hier wird uns jetzt erstmal kurz eine Rast schenken. Ein kurzer Rundumblick. Also der engagierteste Trapper und der engagierteste Reptil-TV-Filmer müssen wir kurz einen Break einlegen. Glaube ich zumindest. Hey, Play. Pause. Nein, keine Pause. Also, es geht weiter. Ja, der nächste Kack, der mir hier in meiner Euphorie gar nicht aufgefallen ist. Also, letztes Jahr, wie gesagt, hier unser perfekter Spot. Und dieses Jahr, die Pflanzen, die wir hier sehen, ist, weiß der Herrgott, aber nichts Gescheites, nichts Landwirtschaftliches. Und auch der Boden, er meint hier, das sieht man vom Pflügen, die haben den Boden hier umgepflügt. Ne, mit dem Caterpillar hier drüber gefahren, umgepflügt. Was natürlich nicht gerade perfekt macht für die Warane. Und wie gesagt, es fehlt der Cassava, also es fehlt das Futter für die Mäuse, für die Crickets, für alles. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir weiter was Besseres finden noch. Also nochmal hier deutlich zu sehen, hier die Spuren. Das wurde halt alles umgepflügt hier. Und das womöglich nach der Ablagezeit, ne? Also jetzt haben wir es Ende April. Also er meint hier alles over there, they spoil everything. Yeah? You see something? Ah. One is here, see. They come out for see, one is here. This is their hole. Okay, also hier, das ist mal definitiv also die obere. You see, because it's very smooth, huh? Ja? Der Eingang ist ganz schön rund sozusagen. Also gerade am Jammern, gerade große Enttäuschung. Ja, trotzdem haben wir vielleicht Glück hier. Also hier der Trick vom Play. Ja, he will remove it. Also er macht so also vermutlich ist das Tier hier irgendwo noch unterwegs. Nicht in seiner Höhle, sondern wie gesagt, es ist jetzt noch mittags, heißer Mittag, da sind die Tiere hier unterwegs.
irgendwo. Die sehen uns, aber wir sehen die nicht. Und der Trick und der Gag dabei ist, dass wir rumlaufen, diese Höhlen suchen, die Höhlen so markieren mit den Blättern und später zurückkommen. Und wenn das Blatt weg ist, ist natürlich ein super Indiz, dass der Varan gekommen ist und in seine Höhle wollte und gedacht hat, hey, blödes Blatt, dann macht es weg. Ne? Und dann wissen wir, da ist er. Also nochmal zum Thermometer. Wie gesagt, jetzt in der Sonne geht sogar hoch, 38 Grad, 60%. Geht bestimmt noch, oder jetzt, wie gesagt, ist gerade sogar wegen so Halbschatten. Also ich bin mir sicher, in der prallen Sonne bringt es das Ding dann wahrscheinlich auf 40, 45 Grad. Und später werde ich nochmal im Schatten messen. Okay, also nochmal eine, aber er meint eine alte Höhle. Sieht für mich zwar genauso schön und neu wie die andere aus. Another one? Old one. Also old one. What do you mean by old? Last year, no? No, this year, but the time he came out, he entered this before he make new one. Okay. If he enter this one, keep long, then you leave that hole, then you go to another, go find another hole. They can't stay because in one. when they become bigger. Become bigger, then they leave it and go to another place. So the holes, the cricket do the holes first, and then Then they cut the cricket, then they stay inside the hole. After they small, then they leave that place to go and find another place. If they get cricket there, then they chop, they stay there. And so that place, if you see new one, the place will make smooth. But the old one, you see the mouth is not smooth. Okay. Also ist auch interessant für uns Terrarianer. Es ist nicht so, dass die Warane sich ihre eigenen Höhlen graben, ne? Wie man als Terrarianer immer denkt, so, ja, die graben sich ihre Höhle, sondern die nehmen, also sie machen es ganz schlau, sie suchen eine Höhle, so eine Heimchen- oder Grillenhöhle, gehen rein, fressen die Grille und benutzen die Höhle für einige Zeit, beziehungsweise auch genauso lang, bis sie draus rauswachsen. Ne? Irgendwann wird die Höhle zu eng und die können zwar so Höhlen ein bisschen sauber machen, den Eingang, ne, durchs Rein- und Rauslaufen wahrscheinlich hauptsächlich, aber sie graben nicht aktiv sich irgendwelche Höhlen. Ne? Also gehen sie dann raus und suchen sich eine größere Höhle. So later they take the hole from squirrel or something, if they get bigger? If they cut the cricket, if they get bigger small, or if they only they eat the thing, they are inside the hole, then they go roam and find some food, and they get another cricket they eat. They won't come back to their hole. They will stay there. Unless they cut them outside, he will come back to his hole. But if they become bigger, the cricket hole will be too small. So they take a squirrel hole, or what hole they take? They don't dig holes themselves. If they don't dig all the same, if the cricket is small self and they grow, they can dig it. Then the hole make big. Then they cut the cricket. Then they stay inside. So they dig the cricket hole also a little bit to make bigger and to. They enter inside to cut the cricket. But later, if they become more bigger, they take squirrel hole or what? Or they cannot use cricket hole all their life. Mouse or if they come bigger, they use mouse. What's the difference, mouse and squirrel? Squirrel. Squirrel and mouse. Squirrel or mouse. Yes. Squirrel is very big than mouse. Okay. It's bigger than mouse. Okay, I see. But squirrel is not grass cutter, it's something else. Something else. Squirrel is the one get plenty tree with lie. Okay, they live here, ja? Also doch das Eichhörnchen. Okay, also das Squirrel dachte ich doch, aber ich kann mir, Leute, könnt ihr euch vorstellen, dass hier irgendwelche Hörnchen rumrennen? Witzig, gell? Cool. Aha. Last year, bug. Okay, also von einem Einjährigen. But he leave the hole. Aber leider nicht mehr drin. But it look like still there are here, huh? They are here. Also schon mal schön zu hören, there are here.
Nachdem ich jetzt 1,5 Stunden gehört habe, they spoil all, ist schön zu hören, ja hier, das ist das neue Wort, das mich aufbaut. Okay, I see, very... You can't eat this is ant. You can't eat the ant. The bug eat the ant, so maybe he's staying inside. The bug, they don't eat He catch the ant inside. They eat the ant also? Yeah? Okay. Okay. So you think it might be still inside? Huh? See how see how he clean all that place. Okay. Also hat alles schön sauber gemacht. So this one we wait or we dig? We have to dig this one and see. Okay. Jetzt tun wir mal ein bisschen graben. Also merken wir uns mal die 39 Grad, graben wir ein bisschen und dann mal sehen. Okay. Ah ja, Leute, guckt hier. Da guckt er raus, ey, nicht schlecht. Was Thermometer noch mal hin. Da bin ich ja mal gerade vorher die Enttäuschung rausgesprochen, das ist jetzt noch keine 20 Minuten her, beziehungsweise eine halbe Stunde. Große Enttäuschung hier mit dem Feld, das kein Cassava ist, aber zum Glück haben wir trotzdem. Ja, der kommt sogar von allein raus. Das ist ja perfekt. Richtig Kamera verliebt, der Kerl. Das war Teil 1 unserer Afrika-Savanna-Monitor-Jagd. Ihr merkt, das ist eine relativ lange Folge, beziehungsweise wir haben 2 Folgen draus gemacht, Teil 1, Teil 2. Was mir wichtig war, ich wollte euch wirklich die Umgebung zeigen, das Klima zeigen, deswegen auch laufen diese Temperaturmessungen, die Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, das ist wirklich auch das Spannende eigentlich mit an der Folge, wirklich zu sehen, wie leben die Warane in Afrika. Denkt dran, das ist auch Ball-Python-Biotop oder auch Felsenpython-Biotop. Könnt ihr euch auch dazu die Tipps rausnehmen. Also wie gesagt, so die Kleinigkeiten in der Folge, die machen es vielleicht auch ein bisschen aus. Diese ganzen Temperaturmessungen und so weiter fand ich persönlich spannend und zum Teil auch überraschend, dass es sogar noch ein wenig wärmer ist, wie sich es für mich zum Teil angefühlt hat. Hier noch kurz zum Zeigen, das ist so ein 1,5-jähriger Steppenwaran. Da seht ihr mal, die wachsen unheimlich schnell. Also mit 1,5 Jahren sind es solche Oschis. Das ist jetzt ein Männchen, in dem Fall ein axanthischer. Ne? Also ihr seht, es fehlen die gelben, braunen Pigmente, fehlen dem. Einfach auch mal zum Zeigen, was es für Farben gibt von denen. Also dann, die Folge 2 kommt zum 1. nächsten Monat. Bleibt mir treu und checkt die Monitors und checkt meine Balls. Hallo, liebe Reptil-TV-Gemeinde, zu einer neuen Folge. Außer dem blöden Hund, der im Hintergrund kläfft. So, 3. Versuch. Der Hund wird gerade gebändigt. Also das war Teil 1 der Afrika-Folge und hinter uns stürzt leider die Kamera ab. Machen wir nochmal, oder?